Von neu eroberten Inselstützpunkten stürzt sich die amerikanische Luftwaffe auf Tokio. Die Inselgruppen um das japanische Mutterland sind Angriffsziel Nummer 1. Die B-29 tragen den Krieg nunmehr dorthin, wo er entfesselt wurde. 66 japanische Städte werden durch Feuerstürme aus der Luft zerstört. Nun weiß es das Volk und die Regierung gibt es zu. Der Gegner ist im Lande. Die aufsteigende Sonne beginnt zu sinken. In der Heimat Verzweiflung, an der Front Fanatismus. Auch die letzte Hoffnung, eine winzige Hoffnung trügt. Die Kamikaze, die Todesflieger. Kamikaze bedeutet göttlicher Wind. Die Flieger glauben, göttliche Ehren zu erringen, wenn sie sich und ihre Flugzeuge an den Schiffen des Gegners zerschmettern. Einige von ihnen feiern ihr eigenes Begräbnis vor dem letzten Einsatz. Andere ziehen ihr Totenhemd an. Alle tragen als Symbol für ihren heiligen Todeskampf eine geweihte Schärpe und geloben: Ich bin auserwählt, die Schiffe des Gegners zu vernichten, die den heiligen Boden der Heimat bedrohen. Die Zurückgebliebenen aber stimmen das alte Lied des japanischen Kriegers an. Wenn ich in See steche, kehre ich nur als angetriebene Leiche zurück. Wenn die Pflicht mich in die Berge ruft, wird grüner Rasen mir das Bahrtuch sein. Alles zum Wohl und zum Heil unseres Kaisers. Nicht friedlich will ich zu Hause untergehen. Das Ziel der Kamikaze-Flieger? 3,5 Jahre nach Pearl Harbor ist es noch immer die Flotte der Vereinigten Staaten. Zum Schutze dieser Flotte mit ihren 1500 Schiffen stehen 550.000 Offiziere, Matrosen und Seesoldaten unter Waffen. Die Sieger von Okinawa. Sie sind mit ihren Vorposten-Wachbooten dauernd im Einsatz. 300 Meilen sind es nur noch bis zum japanischen Mutterland. Ortungsgeräte peilen die sich nähernden Japaner an, zeichnen ihren Kurs, ihre Stärke und ihre Geschwindigkeit auf. Radarsignale werden schnellstens ausgewertet. Die Meldung heißt: Feindflieger im Anflug. Es gibt nur eine Chance gegen die Todesflieger. Sie abzuschießen, sie zu töten, bevor sie dich selber töten. Kampfflieger starten, um sie abzufangen.
Gegen Todesflieger, die den Abwehrgürtel der Luftwaffe durchbrochen haben, gibt es bloß noch eins: Flakfeuer. So stark und so mörderisch, wie es die Geschütze hergeben. 30 alliierte Schiffe wurden versenkt und 223 schwer beschädigt bei diesem fanatischen Zweikampf zwischen Kanonieren, die um ihr Leben kämpften, und Fliegern, die für die Vernichtung starben. Japans selbstmörderische Offensive wird zur größten Bedrohung der USA-Flotte während des Zweiten Weltkrieges. Aber auch diesen Kampf übersteht sie.
Kamikaze. Das letzte verzweifelte Aufbäumen Japans gegen die drohende Niederlage. Opfertod tausender junger Flieger zur Rettung des Vaterlandes. Sie waren zum ersten Mal in der Schlacht um den Leyte-Golf aufgetaucht, hatten sich mit ihren Flugzeugen als lebende Bomben auf die feindlichen Schiffe gestürzt und waren in den Flammen umgekommen. Viele von ihnen hatten ihre Ziele nicht einmal erreicht, sie wurden vorher abgeschossen. Und ihre mit Sprengstoff vollgeladenen Maschinen explodierten, wenn sie aufs Wasser aufschlugen. Andere zerriss es bereits in der Luft, wenn Treffer in ihre tödliche Ladung gingen. Ich hatte sie schon ein paar Mal erlebt. Bei Leyte, vor Luzon, im Lingayen-Golf. Wir hatten es erst nicht für möglich gehalten. Gedacht, da sind ein paar Irre. Aber es wurden immer mehr. Vor Leyte waren es vielleicht ein Dutzend, dann waren es auf einmal 30, 40, 50. Und hier vor Okinawa griffen sie uns zu Hunderten an. Kamikaze, göttlicher Wind. Vor 700 Jahren, erzählt die Legende, hat ein vom Himmel herunterrasender, feuriger Sturmwind die in Korea bereitliegende Invasionsflotte des Kublai Khan vernichtet. Das war das Vorbild. Jetzt wollten Tausende von jungen Burschen es dem göttlichen Wind gleichtun. Ihr Leben opfern, um den Feind zu vernichten. Ein paar Wochen Ausbildung. Gerade so viel, dass sie ihre Maschinen im Tiefflug an ein Ziel heranbringen konnten. Dann kamen sie zum Einsatz. Sie flogen meistens in ziemlicher Höhe, griffen dann im Sturzflug an oder sie fingen die Maschinen über dem Wasser ab und rasten im Tiefflug auf ihr Ziel zu. Dabei wurden eine ganze Menge schon im Anflug von unserer Flak erwischt. Sie hatten bald gemerkt, dass sie an unsere großen Pötte nur schwer herankamen und konzentrierten ihre Angriffe mehr und mehr auf die kleineren, die Begleitschiffe, Zerstörer und so. Aber die waren eigentlich den Einsatz nicht wert. Von ihnen erwischte schließlich doch einen unserer Großen. Das war für sie das Zeichen für einen Massenangriff. Wie Fliegenschwärme fielen sie über uns her. Von allen Trägern starteten die Abfangjäger. Wir waren schneller und wendiger als sie und wir hatten Bordwaffen. Aber wenn einer von uns sie angriff, drehten sie auf uns zu und versuchten uns zu rammen. Wir konnten sie eigentlich nur von hinten anfliegen. Wir haben uns dann auch sehr schnell auf diese Art von Luftkampf eingestellt und schossen oft 4, 5 hintereinander ab. Aber sie kamen in immer neuen Wellen. Es müssen Hunderte an jedem Tag gewesen sein. Später hörten wir, dass höchstens 10% von ihnen ihre Ziele erreicht haben. Aber auch die 10% waren schon zu viel. In Amerika wurde die Gefahr durch Kamikaze-Angriffe von den Führungsstäben heruntergespielt. Man wollte keine Panikstimmung aufkommen lassen. Aber die Pazifikflotte hat durch keine Feindwaffe schwerere Verluste erlitten als durch dieses fanatisierte Selbstmordgeschwader.
Stunden später waren die Kamikaze da. Sie kamen in ganzen Schwärmen, wurden abgeschossen. Kaum waren sie aufs Wasser aufgeschlagen, tauchten am Horizont die nächsten auf. Und dann durchbrach einer die Abwehr. Er hatte uns genau mittschiffs erwischt, da wo die Kraftstofftanks für die Flugzeuge und die Munitionsbunker sich befinden. Es war wie bei einem Vulkanausbruch. In wenigen Augenblicken war das ganze Schiff in Rauch und Flammen gehüllt. Wir versuchten, das Vorderdeck von den Flammen freizuhalten. Was weiter hinten passierte, konnten wir nicht sehen. Wir hörten nur Explosionen und sahen die Flammen mittschiffs hochschießen. Dann kam Seitenwind auf und trieb die Rauchschwaden für einen Augenblick auf See hinaus. Wir sahen, wie ein paar Zerstörer, die in unserer Nähe gewesen waren, mit hoher Fahrt abhauten. Sie fürchteten wohl, dass wir jeden Augenblick in die Luft gehen könnten. Wir versuchten, an unsere Kameraden heranzukommen, die mittschiffs und unter Deck von den Flammen eingeschlossen waren. Es war fast aussichtslos. Aber dann schafften wir es doch, über einen der Niedergänge eine ganze Anzahl von ihnen herauszuholen. Sie waren fast alle verletzt und viele haben wir liegen lassen müssen, weil neue Explosionen uns zurücktrieben. Die Bunker Hill brannte 24 Stunden lang. Aber die Männer an Bord schafften es, sie über Wasser zu halten. Sie war nur noch ein Wrack, aber sie schwamm noch. 660 Tote und Verwundete hat der Kamikaze-Angriff auf die Bunker Hill gefordert. Doch kein einziger der großen Flugzeugträger ist durch einen der Todesflieger versenkt worden. Dennoch waren die Verluste der amerikanischen Flotte bei Okinawa ganz erheblich. 22 Schiffe wurden versenkt und fast 200 Treffer auf Schiffseinheiten aller Größen erzielt. Darunter 17 auf großen Flugzeugträgern und 10 auf Schlachtschiffen. Aber das Rückgrat des Sonderangriffskorps Kamikaze war nach Okinawa gebrochen. Der japanischen Führung standen von ursprünglich fast 4000 nur noch wenige hundert Todeswillige zur Verfügung. Die Flugabwehrgeschütze der Flotte hatten gute Chancen, wenn sie einen Kamikaze bereits im Angriffsanflug auffassten. Aber häufig brachten die Selbstmordkandidaten ihre Maschinen, auch wenn sie schon getroffen waren, noch ins Ziel. Weit wichtiger war es, die Todesflieger schon abzufangen, bevor sie auf ein Ziel zustürzten. Und das war Aufgabe der auf den Trägern stationierten Jäger. Ich muss sagen, in der Luft fühlte ich mich am wohlsten. Wenn ich sah, was da unten mit unseren Schiffen passierte, kriegte ich ein flaues Gefühl im Magen. Hier oben war es ein Kampf Mann gegen Mann. Da unten warst du hilflos ausgeliefert, wenn es irgend so einem Idioten einfiel, sich auf deinen Kahn zu stürzen. Archie Donoghue war eines unserer erfolgreichsten Jagdasse. Er wusste, wovon er sprach. Er wusste, dass man niemals sicher sein konnte, seinen Flugzeugträger noch heil vorzufinden,
wenn man von einem Einsatz zurückkehrte. Und er wusste auch, wie schwierig es war, auf dem briefmarkengroßen Landedeck niederzugehen, wenn an der Maschine irgendetwas nicht mehr stimmte. Es gab andere, die hatten weniger Glück. Die gingen bei so einer Bruchlandung drauf. Noch andere mussten vorher schon aussteigen, gingen mit ihren Fallschirmen aufs Wasser nieder und ersoffen, bevor jemand sie rausziehen konnte. Nachdem die Bunker Hill ausgefallen war, war die Intrepid an der Reihe. Am Abend des 26. durchbrachen 2 Kamikaze-Flieger das Abwehrfeuer und stürzten sich auf den zweitgrößten Flugzeugträger der Okinawa-Flotte. Die Japaner hatten inzwischen gelernt, auch nachts anzugreifen. Sie flogen auf das Mündungsfeuer unserer Abwehrgeschütze zu und fanden so ihre Ziele, wenn sie durchkamen. Zwei Zerstörer und 4 Hilfsschiffe gingen in dieser Nacht verloren. Die Intrepid war halb ausgebrannt, konnte sich aber noch mit eigener Kraft bewegen. Aus dem Meer wurden die Überlebenden aufgefischt. Die Schiffslazarette waren überfüllt. Es war eine der schlimmsten Nächte, die unsere Flotte vor Okinawa erlebt hat. Die amerikanische Marine hat insgesamt durch Kamikaze-Angriffe 34 Schiffe verloren. 288 wurden meist schwer beschädigt. Zum Sonderangriffskorps Kamikaze, das im Sommer 1944 aufgestellt wurde, meldeten sich über 20.000 Freiwillige. 4.000 von ihnen wurden ausgesucht, ihr Leben für das Vaterland zu opfern. Zum Einsatz kamen 2.514. Iwo Jima, eine winzige Felseninsel in der Vulcano-Gruppe, halbwegs zwischen den Marianen und Japan. Die amerikanische Luftwaffe brauchte sie als Versorgungsstützpunkt für die B-29-Bomber, die ihre Angriffe auf das japanische Mutterland von den Marianen ausflogen. »19. Februar 1945. Nach wochenlangen pausenlosen Luftangriffen und einem 3-tägigen Trommelfeuer durch die Schlachtschiffe und Kreuzer der 5. Flotte begann das Landeunternehmen Iwo Jima.
Mehr als 70.000 Marines hatten den Auftrag, den Felsbrocken zu nehmen und damit einen weiteren Schritt zur endgültigen Niederwerfung Japans zu tun. In einem der ersten Landungsboote, die zu Wasser gelassen wurden, war Doug Jacobson, seit 2 Jahren bei den Marines und nicht so leicht durch irgendetwas aus der Ruhe zu bringen. Ich hatte schon 3 Landeunternehmen mitgemacht und war auch schon ein paar Mal in die Scheiße geraten. Hier sollte es besser sein. Sie hatten uns gesagt, dass nach zigtausend Tonnen Bomben sich eigentlich auf der Insel nicht mehr viel rühren dürfte. Hatten die eine Ahnung? Als die Landungsboote sich der Küste näherten, empfing sie Artilleriefeuer. Der Felsklotz war mit Meilen von Tunneln und Höhlen durchzogen. Unser Bombardement hatte die Verteidigungskräfte bei weitem nicht ausgeschaltet. Im Gegenteil, die Japaner hatten sie im Lauf der letzten Wochen noch erheblich verstärkt. Unsere Schiffsgeschütze mussten Sperrfeuer schießen, um die Landung überhaupt zu ermöglichen. Nach Stunden war die feindliche Artillerie zum Schweigen gebracht. Die erste Landungswelle näherte sich der Insel. Es gab nur einen Sandstreifen, an dem wir landen konnten. Alles andere war steile Felsküste. Wir kamen noch ganz gut heran. Nur vereinzelt gab es noch Abwehrfeuer von der Insel. Und das hörte, als wir auf den Strand liefen, ganz auf. Sie ließen uns ausbooten, ohne auch nur einen Schuss abzufeuern. Der Küstenstreifen war völlig offen, ohne jede Deckung. Tiefer schwarzer Lavasand, in dem man sich nur schwer bewegen konnte. Und dann ging es los. Die zweite Welle kam schon heran, als die erste noch versuchte, sich kaum 50 Schritte vom Strand entfernt in den schwarzen Sand hineinzuwühlen. Die Schiffsgeschütze konnten den Angriff nicht mehr unterstützen. Sie hätten unsere eigenen Männer gefährdet. Die an Land mussten sich selbst helfen. Die meisten von uns hatten sich so gut es ging hinter Bodenwellen und in Mulden in den schwarzen Dreck eingebuddelt. Das Zeug war feucht und klebrig und drang durch alle Knopflöcher. Es verstopfte unsere Waffen und verschmierte uns die Augen. Mit der zweiten Welle waren ein paar Panzer an Land gekommen. Die hatten zwar Räumschaufeln, aber schaffen konnten die auch nicht mehr. Allerdings hatte der Sand auch seine Vorteile. Einschlagende Granaten wurden von ihm verschluckt, sie hatten kaum Splitterwirkung. Trotzdem waren unsere Verluste schwer genug. Und das Schlimmste war, dass wir nicht über den freien Küstenstreifen wegkamen. Wir konnten unsere Verwundeten nur in die Landeboote zurückbringen, wo sie wenigstens gegen MG-Feuer einigermaßen geschützt waren. Mittags war jeder Quadratmeter des Küstenstreifens mit Fahrzeugen, Geschützen, Munition und allen möglichen Ausrüstungsgegenständen bedeckt, die von uns an Land gebracht worden waren. Egal wo die Japaner hinschossen, sie trafen immer etwas. Wir mussten schließlich einen Teil unserer eigenen Ausrüstung sprengen, weil die Boote, die frische Kampftruppen heranbrachten, keinen Landeplatz mehr fanden. Ein Captain der Artillerie, Phil Pierce, schaffte es schließlich, die tödliche Umzingelung aufzubrechen. Mit dem Mount Suribachi war der Süden der Insel in unserer Hand. Der Kampf verlagerte sich nach Norden, wo die Graben- und Tunnelsysteme der Japaner noch intakt waren. Sie hatten alles vermint. Wir waren immer 50 Schritt vor unseren Panzern und suchten das Gelände nach Tellerminen ab. Aber dann gab es trotzdem hinter uns eine furchtbare Detonation, die uns von den Beinen riss. Es hatte einen der Panzer, die etwas seitlich von uns fuhren, erwischt. Wir gingen dann ohne Panzerschutz weiter. Das war eine beschissene Situation. Deckung fanden wir fast nirgendwo. Am 5. Tag nach der Landung kamen endlich Verstärkungen an. Die 3. Marine-Division übernahm mit frischen Kräften den Nordabschnitt.
Trotzdem gab es immer wieder Gefechte mit versprengten japanischen Truppen, die sich irgendwo in den Höhlen eingenistet hatten und plötzlich zuschlugen. Man wusste nie genau wo. ...6.000 Amerikaner, 21.000 tote Japaner auf einem Felsbrocken von kaum 3 Kilometer Durchmesser. Iwo Jima hatte sich den Beinamen der Todesfelsen verdient. Es begann in der Schlacht um den Leyte-Golf, erreichte seinen Höhepunkt in den Kämpfen um Okinawa und endete im Juli 1945 mit dem letzten Kamikaze-Angriff vor der japanischen Küste. Die Idee des Kamikaze ist uralt. Es hat sie zu allen Zeiten und bei allen Völkern gegeben. Den Japanern blieb es vorbehalten, sie zum heldischen Massenselbstmord hochzustilisieren.